Spieltag 31 und es könnten ein paar Entscheidungen fallen. Darmstadt könnte als Absteiger feststehen. Der 1. FC Köln könnte, glaube ich, auch, wenn alles schief läuft, schon so gut wie als Absteiger feststehen. Das wird also ein richtig spannender Spieltag. Heute geht es erstmal los mit Bochum gegen Hoffenheim. Für beide Vereine ein wichtiges Spiel. Bochum unten, braucht auch jeden Punkt für den Klassenerhalt. Die stehen jetzt auf dem Relegationsplatz. Die Mainzer haben sich da vorbeigeschlichen. Hoffenheim, die können immer noch international angreifen. Das ist das Verrückte an dieser Liga, diese Saison. Da kann die halbe Liga international spielen. Und ich hoffe, und ich glaube und ich werde auf den VfL Bochum tippen. Alleine schon, dass Hoffenheim hinter uns bleibt. Und dass der VfL doch vielleicht nochmal da unten rauskommt, weil das wäre echt schade, wenn die absteigen würden. Auch schade für Köln. Aber gut, am Ende hast du es halt nicht selber in der Hand. Genau, 2-1 für Bochum. Am Samstag dann Bayern gegen Frankfurt. Immer schöne Spiele gewesen die letzten Jahre. Und ich glaube, die letzte Niederlage in München ist auch schon eine Zeit lang her. Letzte Saison haben wir da sogar gewonnen mit Olli Glasner. Unentschieden. Das Jahr davor haben wir gewonnen. Mit Philipp Kostic und Martin Hinteregger noch als Torschütze. Dieses Jahr weiß ich nicht. Also die Bayern spielen ja nächste Woche gegen Real. Klar werden die versuchen, hier keine Wettbewerbsverzerrungen zu betreiben. Schon alleine gegenüber Leipzig, Dortmund und Stuttgart nicht. Aber ich glaube, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Piano machen, weil sie halt nächste Woche gegen Real spielen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie jetzt nochmal richtig Gas geben, dass sie sich richtig einspielen wollen und dann so ein 4-5-0 rausrotzen. Ich tippe natürlich wieder für die Eintracht. Ich tippe auch hier ein knappes 1-0, weil gerade solche Spiele, gerade in der Endphase, die Eintracht braucht auch noch jeden Sieg, jede Punkte, 3 Punkte, 1 Punkt. Also mit einem Remis in München wäre ich völlig zufrieden, aber vielleicht geht ja mehr. Einfach mutig spielen, nicht hinten reinstellen, weil dann hast du eh verloren gegen Bayern. Du musst schon mitspielen. Ich glaube, ein 5-1 wie im Hinspiel wird es nicht. Vielleicht revanchieren sich auch die Bayern und gewinnen 5-1 oder 6-0 oder was weiß ich. Es kann in jede Richtung gehen, aber mal gucken. Vielleicht ist ja ein Remis möglich. Dann haben wir das direkte Duell um Platz 4. Platz 5 könnte ja auch noch reichen für die Champions League, aber Platz 4 ist wirklich safe. Und Platz 5 sieht ja auch relativ gut aus. Leipzig und Dortmund. Dortmund haben auch die letzten Spiele in Leipzig, glaube ich, nicht gewonnen. Da war auch einmal ein DFB-Pokal-Viertelfinale oder so mit dabei. Und ansonsten in der Liga haben die Dortmunder da auch nie gut ausgesehen. Tja, was machen wir? Gewinnen sie ausgerechnet dieses Mal? Zu Hause gegen Leverkusen hätten sie es ja fast geschafft, die erste Mannschaft zu sein, die Leverkusen eine Niederlage zufügt. Aber Leverkusen, die werden einfach nicht verlieren. Die dürfen nicht verlieren, die können nicht verlieren, die gewinnen immer. Das Spiel ist auch erst vorbei, wenn Leverkusen den Ausgleich macht oder noch den Siegtreffer. Tja, was machen wir? Unentschieden? Ich tippe mal ein Unentschieden. Ich mache hier mal ein torreiches 2-2. Wobei das Müssen auf Dortmunder Seite liegt, weil die sind 3 Punkte, glaube ich, hinter Leipzig oder 2. Aber okay, ich tippe mal ein torreiches Unentschieden. Vielleicht kriege ich ja dadurch ein paar Punkte. Freiburg gegen Wolfsburg ist auch für beide Mannschaften wieder ein entscheidendes Duell. Wolfsburg unten spielt auch noch um den Klassenerhalt. Freiburg ums internationale Geschäft. Ihr seht, es geht jetzt in jedem Spiel quasi um irgendetwas. Tja, gut für uns wäre natürlich, wenn Wolfsburg gewinnt. Auch wenn ich es nicht gerne sage, aber Wolfsburg ein Punkt zumindest in Freiburg oder sogar ein Sieg. Das würde uns helfen. Dann würde Freiburg erstmal hinter uns bleiben, weil ich rechne nicht damit, dass wir in München gewinnen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie, aber naja, wir lassen uns mal überraschen. Und bei Freiburg, die haben gegen Mainz zu Hause unentschieden gespielt. Ja, jetzt haben sie wieder ein Heimspiel. Aber ich glaube, das gewinnen sie. Ich wüsste nicht, warum Wolfsburg ausgerechnet in Freiburg gewinnt. Die haben gegen Bochum auch echt schwach gespielt. Habe ich mir sagen lassen, habe ich auch in der Konferenz geguckt. Ich wüsste nicht, warum Wolfsburg in Freiburg gewinnt. Aber ich hoffe es. Ich tippe gegen Wolfsburg. Ich tippe mal ein 2-1 für Freiburg. Ein knappes Ding, weil Wolfsburg halt auch muss. Dementsprechend vielleicht doch ein bisschen anders auftreten wird. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Das wäre so das Mindeste. Aber ich vermute, dass Freiburg das Ding gewinnen wird. Auch bei Augsburg gegen Bremen geht es für beide um viel. Vor allem für die Augsburger. Die haben wir Gott sei Dank nach unserem Sieg gegen Augsburg erstmal 6 Punkte hinter uns gelassen. Die Bremer, wenn die jetzt auch nochmal irgendwie 3 Siege holen, wie auch immer, dann können die auch nochmal ins internationale Geschäft reinkommen, wenn es denn dementsprechend reicht. Platz 6, Platz 7 und so weiter und so fort. Da darf man echt, glaube ich, am letzten Spieltag erst gucken. Das ist zu viel Hin- und Her-Rechnerei. Aber ich glaube, dass die Augsburger das machen. Die sind gut drauf, die haben einen guten Lauf, auch wenn sie jetzt in Frankfurt verloren haben. Bremen, da hakt es momentan so ein bisschen, obwohl sie gegen Stuttgart zu Hause jetzt wieder gewonnen haben. Also die könnten so eine kleine Serie fortführen. Ich mache aber mal ein 2-0 für Augsburg, weil ich glaube, gerade zu Hause, dass die Augsburger da sehr stark sind. Am Abend dann ein schönes Topspiel, Leverkusen gegen Stuttgart. Die haben sich im DFB-Pokal schon mal gegenübergestanden. Das hat Leverkusen, wenig überraschend, in letzter Sekunde gewonnen. Und in Stuttgart 1-1. Also Stuttgart, eine der Mannschaften, die weiß, wie man gegen Leverkusen punkten kann. Die Frage ist halt bei Leverkusen, ob sie sich jetzt ein bisschen schonen für die Euroleague, ob sie sich trotzdem irgendwie ein bisschen einspielen gegen Rom. Und Stuttgart will die Champions League klar machen. Die sind sicher in der Euroleague mit dabei, aber die wollen natürlich jetzt in die Champions League, das ist doch logisch. Das ist, glaube ich, das erklärte Ziel jetzt.
Von daher würde ich sagen, es wird ein torreiches Spiel. Beide wollen, beide müssen, wobei Leverkusen muss jetzt nicht unbedingt, die wollen aber trotzdem diese Serie. Das ist so unterbewusst bei den Spielern drin. Also für mich als Spieler, wenn ich jetzt schon 45 Spiele nicht verloren habe, dann will ich auch bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben. Heißt, dann würden sie Pokalsieger werden und noch Euroleague-Sieger. Das ist einfach, also wäre für mich die Motivation, die Professionalität daran zu gehen, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und von daher glaube ich, dass Leverkusen das macht. Knappes Ding, torreich, 3:2. Vielleicht ist auch Stuttgart die erste Mannschaft, die es dann wirklich schafft. Aber wie gesagt, das Spiel ist erst aus, wenn Leverkusen den Ausgleich macht oder sogar den Siegtreffer. Am Sonntag haben wir dann noch 3 ganz interessante Spiele. 15:30 Uhr geht's los mit Gladbach gegen Union. Das ist auch so eine Art Abstiegsduell, wobei die Gladbacher es wesentlich besser erwischt haben und viel besser dastehen. Union, die müssen auch nochmal zusehen, dass sie so 3-4 Punkte holen. Das ist echt richtig spannend, richtig haarig wird das. Das kann wirklich am letzten Spieltag so eine 3er-4er-Konferenz werden. Da können sich Sachen immer wieder ändern. Das ist die wahre Pracht. Und ich glaube, tja, was machst du mit Gladbach, ey? Das ist auch so schwer. Die spielen mal so, mal so. Union ist auch sehr unkonstant. Haben jetzt gegen Bayern zu Hause 5-1 auf den Sack gekriegt. Tja, ich glaube, ich würde da unentschieden tippen. Beide wollen, beide müssen, beide können vielleicht nicht. 0-0 will ich jetzt auch nicht machen. Ich mache mal ein 1-1. Schiedlich, friedlich, unentschieden. Vielleicht gibt es auch einen klaren Sieger, aber aus meinem Bauch heraus 1-1. Dann kommen wir zum ultimativen Abstiegsduell. Der Kracher an diesem Spieltag ist Mainz gegen Köln. Da könnte wirklich im schlimmsten Fall schon der 1. FC Köln dann rechnerisch als Absteiger feststehen. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade mal aus dem Kopf überlege, die haben 5 Punkte Rückstand oder 4? Waren es 4 oder 5 Punkte Rückstand? Auf jeden Fall habe ich das mal durchgerechnet mit dem Tabellenrechner. Im schlimmsten Fall könnten die Kölner halt auch schon rechnerisch nach diesem Spieltag als Absteiger feststehen. Weil dann gibt es nur noch 9 Punkte, glaube ich, oder? 9 Punkte zu vergeben. Es ist dann nur noch rein theoretisch. Also rechnerisch klar, theoretisch ist das dann nicht mehr möglich. Für die Kölner wird das dann sehr, sehr haarig, ein Zweitliga-Abstieg. Weniger Einnahmen, weniger Geld beim Sponsoring. Das Budget muss ein bisschen verkürzen. 30, 40 Millionen weniger dann in der zweiten Liga. Dazu die Transfersperre im Sommer. Also da kommt für die Kölner wirklich eine harte Zeit zu. Vielleicht kriegen sie es ja irgendwie mit Jugendspielern hin oder mit den Leihspielern. Lemperle und Jonas Urbich zum Beispiel, 2 von Fürth, die zurückkommen. Aber ich sehe da echt keine Hoffnung für Köln. Sorry. Und Mainz hat einfach momentan das Momentum. Also da wüsste ich jetzt nicht, warum Mainz nicht gewinnt. Von daher tut mir leid an alle Fans vom 1. FC Köln. Ich hoffe, ihr kommt schnell und bald wieder aus der zweiten Liga. Aber ich glaube, ihr werdet absteigen mit Darmstadt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Von daher für mich persönlich mein Tipp, Mainz 2-0 Sieg. Und um 19:30 Uhr vielleicht offiziell schon das letzte Spiel, bevor Darmstadt dann als Absteiger feststeht. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein, dass Darmstadt auf jeden Fall absteigt. Die Frage ist halt nur wann, und ich glaube, gegen Heidenheim wird es soweit sein. Ich tippe Heidenheim auf einen knappen Sieg, 2:1. Dann werden die nämlich auch offiziell gerettet. Also für mich sind sie schon seit Wochen gerettet, weil die spielen so guten Fußball. Die sind stärker als Darmstadt, Mainz, Bochum, Union, Wolfsburg. Die werden nicht unten reinrutschen, auf keinen Fall. Die spielen noch ein zweites Jahr Bundesliga. Mal gucken, das ist ja immer das schwierigere Jahr dann als Aufsteiger, aber Darmstadt ist weg. Darmstadt hat, glaube ich, nur 15 oder 16 Punkte oder 17 jetzt geholt nach dem Sieg in Köln. Habe ich euch letzte Woche gesagt, die Darmstädter, die haben nichts zu verlieren. Die Kölner, die haben richtig scheiße gespielt, standen unter Druck, das hast du denen angemerkt. Und die Darmstädter haben einfach gemacht. Und dann mal seit dem 7. Spieltag haben die wieder mal einen Sieg geholt. Das ist echt Wahnsinn, ey. Musst du dir mal überlegen, seit über einem halben Jahr wartest du als Darmstadt-Fan auf einen Sieg und der klappt dann ausgerechnet in Köln. Also viele interessante Tipps, spannende Spiele, Entscheidungen können fallen. Apropos Entscheidungen, wir gucken mal, ob bei uns schon so eine leichte Tendenz bezüglich des Siegers absehbar ist. Dazu einmal zur Tippübersicht. Dazu sehen wir, dass der Hegebusch mit 5 Punkten vor Dequinho führt. Das ist immer ganz, ganz spannend die letzten Wochen gewesen. Levin hat sich irgendwie auf Platz 3 da hochkatapultiert. Wie er da hingekommen ist, weiß er wahrscheinlich selber gar nicht, aber gut. Der Tippsiegson, dann der Paul, das sind die ersten 5, sind auch immer aktiv mit dabei. Prinz Poldi, Calypso, ich bin auf dem 16. Platz. Ja, also wenn ich so 15., 14. noch werde, ich bin ja hier ganz eng hinter Killer Quadro, hinter Ben. Der hat jetzt aber die Gruppe, glaube ich, verlassen. Habe ich gesehen, meinen E-Mails, Rafa, DB Cooper, da sollte doch vielleicht noch irgendwas gehen. Also, ich wünsche euch wie immer viel Glück. Wir gucken mal nächste Woche, wenn wir den 32. Spieltag tippen, welche Entscheidungen schon feststehen. Also ich vermute, Darmstadt ist schon sicher abgestiegen, rechnerisch auch. Der 1. FC Köln für mich auch. Ich weiß nicht, ob es rechnerisch schon möglich ist, aber die sind dann abgestiegen für mich. Und ansonsten Relegationsplatz würde ich jetzt Bochum einfach sagen. Oder Union.
oder Gladbach oder Wolfsburg. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Glück für eure Tipps. Macht's gut. Ciao, ciao.